Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und das hier ist mein altes Microsoft Surface und hier seht ihr auch, warum es das alte ist und warum es jetzt leider nicht mehr benutzt werden kann, denn der höhenverstellbare Schreibtisch hat leider da sein Übriges getan und aus dem Grund ist das hier leider jetzt aktuell nicht mehr im Einsatz. Es funktioniert zwar grundsätzlich noch, aber man kann es halt nicht mehr vernünftig benutzen, dadurch, dass das Display da gesprungen ist. Ja, und deswegen habe ich ein Testgerät, oder was heißt deswegen, aber ich habe ein Testgerät, was sehr ähnlich zum Microsoft Surface ist, bekommen und weil ich Microsoft Surface grundsätzlich ein sehr richtig gutes Konzept finde, habe ich gedacht, ich nehme dieses Testgerät mal an und deswegen schauen wir uns heute mal das Chewy UBook X 2023 an mit der Tastatur und auch mit dem Stylus und gucken mal, wie das Ganze passt und ob das Ganze für euch was sein könnte. Ja gut, vom Konzept her ist es ein 2-in-1 Tablet und wir haben hier quasi nicht nur das Tablet, sondern auch einen passenden Stylus dazu. Hier seht ihr die Tasten, oben könnt ihr euch das Ganze auch festklipsen und dann sehen wir hier noch, dass es powered by Wacom ist. Das ist ja so ein relativ großer Hersteller von Grafiktablets und so weiter und so fort. Den Stift gucken wir uns nachher mal im Detail an, da steht jetzt nicht so super viel drauf. Das hier ist die zugehörige Tastatur, da steht im Prinzip gar nichts drauf, außer hier oben, um was es sich handelt. Und hoffentlich stellt es jetzt mal scharf. So, da haben wir es, genau. Es ist ein Keyboard oder eine Tastatur in schwarz. Die sollte dann entsprechend auch an unser UBook X 2023 hier dran passen. Ja, und da hier ist das eigentliche Teil ein 2-in-1 Tablet, also sprich ein Notebook und ein Tablet. So ist ja, glaube ich, die Definition von 2-in-1 mit einem 2K Display mit einer Diagonale von 12 Zoll. Also eine Größe, die aus meiner Sicht genau richtig ist, um halt diesen Hybrid zwischen Tablet und Laptop oder Notebook da auch entsprechend abzubilden. Jetzt hier auf der Rückseite nochmal die entsprechenden Daten, da seht ihr es auch nochmal. Wir haben einen 12 Zoll Touchscreen mit einer Auflösung von 2160 mal 1440 Pixeln. Wir haben einen Intel i5 mit an Bord, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und sollte von der Performance her eher stromsparend, denn performant sein. Wir haben 8 GB RAM mit an Bord und 256 GB Speicherplatz. Das gibt es auch noch in anderen Ausstattungen, aber das ist jetzt hier die Ausstattung, die ich bekommen habe und die schauen wir uns jetzt einmal im Detail zusammen an. Dann packen wir das Ganze einmal aus und gucken, was hier so alles mit enthalten ist. Einmal zunächst den Stylus, den Stift, den werde ich wahrscheinlich, oder beziehungsweise den werde ich jetzt im Test natürlich benutzen, den würde ich aber, so ich es denn mein eigen nennen dürfte, würde ich den tatsächlich wahrscheinlich eher nicht so oft nutzen, weil irgendwie diese Stylus-Geschichte, ich kann halt nicht gut zeichnen und deswegen ist das für mich irgendwie immer so eine Sache, die, ja, wo ich sagen muss, finde ich grundsätzlich cool und wenn man gut zeichnen kann, ist es auch wirklich richtig gut, aber ich kann leider wirklich gar nicht zeichnen. Deswegen ist es für mich immer nur ein nice to have. So, Spitze reingedrückt, dann seht ihr hier schon den eigentlichen Stift. Nichts zum Drücken logischerweise, nichts zum Drehen, 2 Knöpfe sind drauf, linke und rechte Maustaste sozusagen und wir haben hier oben dann einmal die austauschbaren Spitzen. Hier ist noch dieser Ring, damit ihr dann die Spitzen auch tauschen könnt. Der ist nicht, um hier irgendwie drüber zu führen oder irgendwo drum zu führen, sondern der ist nachher dazu da, dass ihr vorne damit die Spitze wieder rausbekommt, ohne weitere Probleme. Ja. Gut, dann würde ich sagen, so viel zum Stylus. Mehr gibt es da aus meiner Sicht nicht zu sagen. Achso, wie gesagt, eine zweite Spitze ist noch dabei. 2 Spitzen sollten jetzt erstmal für den ersten Aufschlag, denke ich, auch reichen. Auf Dauer wird man da sicherlich noch welche brauchen, aber für den ersten Aufschlag sicherlich ausreichend. So, jetzt hier die Tastatur und da gibt es schon eine Sache, die nehme ich schon mal vorweg, denn das habe ich schon gesehen, als ich mir das Ganze im Internet mal angeguckt habe, ob das überhaupt was für mich sein könnte. Es gibt tatsächlich keine Kuverts-Tastatur, also sprich keine klassisch deutsche Tastatur, wo hinter dem T das Z kommt, sondern hier kommt hinter dem T das Y. Das Z ist halt neben dem X. Das ist ja vom Grundsatz her kein Problem, muss man sich einfach nur dran gewöhnen und muss man wissen. Also insofern, hier seht ihr das auch noch mal. Ja, insgesamt die Tastatur ähnlich, wie man es vielleicht vom Surface gewohnt ist, wenn man ein Surface hat. Tasten, Druckpunkte und so weiter, knarzt nicht, ist relativ leicht und fühlt sich auch auf den ersten Blick mal gut an. Also ist so ein bisschen
Nicht ganz in sich stabil, aber ist vielleicht auch ganz gut, weil es muss ja auch einen Bewegungsspielraum haben in gewissem Maße. Und hier oben die Konnektoren, um das Ganze dann mit dem U-Book X zu verbinden. Also das macht jetzt erstmal einen guten Eindruck, gucken wir uns aber nachher auch nochmal im Detail an. So, jetzt aber zum eigentlichen Star in Anführungsstrichen des Videos, sage ich jetzt mal. Das U-Book X, und hier haben wir einmal offensichtlich ein Ladegerät oder sowas in der Art. So, den Rest, der will nicht raus, den muss ich jetzt hier mal... Mensch, was ist das? Ist aber sehr stabil gemacht. Gut, dafür ist es dann kommt es zumindest unbeschädigt hoffentlich bei euch an, wenn man hier quasi diese ganzen Halterungen rausnimmt. Da sind noch Schaumstoff, dann ist da noch Pappe und jetzt kommt irgendwie hier dann auch das eigentliche Tablet. Tatsächlich sehr gut geschützt, also das sollte, selbst wenn DHL und Co. da mal wieder etwas ruppiger mit umgehen, sollte das geschützt bei euch ankommen. Hier ist das Tablet, dann haben wir hier wahrscheinlich noch Bedienungsanleitung und Co. Schauen wir da auch mal ganz kurz rein. Beziehungsweise da schauen wir gleich auch mal ganz kurz rein. Jetzt gucken wir uns erstmal hier noch das Ladegerät, ich vermute zumindest, dass es sich um ein Ladegerät handelt, an. Dazu müssen wir hier wahrscheinlich einmal diese Pappe noch rausdrücken, damit die dann nicht mehr das Ganze blockiert, oder beziehungsweise in dem Fall heißt es natürlich ein Schutz, aber dass das Ganze dann hier auch rauskommt. So, da ist das Ladegerät. Ja, ich würde mal sagen, wenn ihr das hier sehen könnt, 24 Watt sind das. Vor allen Dingen aber ein proprietärer Anschluss, das finde ich ja immer so ein bisschen unglücklich, insbesondere, weil es für mich überhaupt keinen Sinn macht, um ehrlich zu sein, denn ihr habt eine USB-C-Schnittstelle, über die ihr auch laden könnt. Warum man da jetzt nicht die USB-C-Schnittstelle mit einem oder beziehungsweise ein USB-C-Ladegerät mit beilegt, das bleibt sicherlich ein Geheimnis des Herstellers. Dann haben wir hier aber noch diverse Garantiekarten und Co. Ja, so einen kleinen Sticker hier, dann entsprechend Garantiekarte und auch die Anleitung. Die ist, gucken wir mal eben, ja genau, die ist sogar auch auf Deutsch verfügbar. Das ist natürlich nicht schlecht, wobei ich vom Grundsatz her davon ausgehe, dass sich das Tablet oder beziehungsweise die Funktionen respektive die Dinge, die es da am Tablet zu erkunden gibt, dass man die auch so rausfindet, ohne dass man jetzt hier in irgendeiner Art und Weise eine Anleitung bemühen müsste. Ja, jetzt haben wir hier noch das eigentliche Tablet. Hier ist noch mal so ein bisschen Werbung drauf. Vom Grundsatz her seht ihr hier einen relativ dicken Displayrand, kommen wir aber nachher beim Display dann nochmal dazu. Aber ansonsten hier vorne die Informationen nochmal drauf. Ja, Keyboard, Pen, Touchscreen, das sollte eigentlich alles klar sein. Auf der Rückseite, ja, hier noch eine Kamera, sieht man vielleicht, ne, ist so ein bisschen dunkel abgesetzt. Was haben wir hier sonst noch? Hier ist der Ständer, sodass ihr das Ganze halt auch aufstellen könnt in einem bestimmten Winkel. Ich weiß gar nicht, bis 135 Grad oder sowas, weiß ich jetzt aber gerade nicht ganz genau, wie weit das geht. Dann haben wir hier ein Micro-HDMI, ein USB 3.0, wir haben USB-C, hier den Ladestecker für das Netzteil, was wir gerade gesehen haben, oben eine Micro-USB-Kartenleser, den einen Ausschalter und auch lauter leiser, und hier auf der Seite ist noch... hier unten ist dann der Anschluss für die Tastatur, und auf der Seite war übrigens gerade verdeckt auch noch der 3,5 Klinkenanschluss. Ja, das war's soweit beim Unboxing, und wir gehen mal weiter im Video. Ja, kleiner Nachtrag, während hier im Hintergrund schon die Installation vom Tablet beginnt, wollte ich euch noch mal ganz kurz hier die technischen Daten, die hier noch etwas im Detail in der Anleitung versteckt waren, zeigen. Hier seht ihr dann tatsächlich noch etwas mehr als das, was außen drauf stand. Also ein Intel Core i5 haben wir mit drin, ihr habt Windows 11 an Bord, 12 Zoll haben wir gerade draußen schon gesehen, Seitenverhältnis 3:2, Auflösung habe ich euch vorhin auch schon gesagt. Wir haben Wi-Fi AC an Bord, Bluetooth 4.2, ein bisschen schade, dass da nicht 5 schon mit an Bord ist. Die Anschlüsse habe ich euch gerade schon gezeigt. 3,5 Klinke haben wir gerade eben nicht gesehen. Ja, 5000 mAh Akku. Gucken wir mal, wie lange der dann nachher reicht. Und ansonsten hier unten noch die Größe und die verschiedenen Formate. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu den Details wissen wollt, könnt ihr das im Zweifel in der Anleitung nachlesen. Ansonsten starten wir jetzt aber den Installationsvorgang, und hier ist auch nochmal der Klinkenanschluss, den ich euch gerade eben vorenthalten habe.
Jetzt steigen wir aber wirklich mal ein in das Tablet und gucken uns mal an, was funktioniert, wie funktioniert es und so weiter und so fort. Und los geht's mit dem Stylus, dem Stift oder dem HiPen, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Also, wir haben hier vorne natürlich eine Spitze, mit der ihr dann schreiben könnt. Wir haben Maustasten rechts und links und auch nochmal diesen Ring. Da will ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Genau, ihr nehmt einfach diesen Ring und klickt das vorne ein, dann könnt ihr die Spitze auch rausziehen. So, ich wiederhole noch mal, ich kann wirklich gar nicht malen oder sowas, deswegen kritzel ich jetzt einfach nur hin. Das funktioniert gut und ihr seht, dass es auch sehr responsive ist, also sprich, da zieht nichts nach oder zumindest nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Das ist man durchaus von anderen Pens ja anders gewohnt und ich kann übrigens auch mit meiner linken Hand nicht sonderlich schön schreiben, wie ihr hier seht. Aber gut, es funktioniert, man kann schreiben und man hat auch das Gefühl, dass das rechtzeitig mitgeht. Die Oberfläche vom Tablet ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das fühlt sich nicht an wie Papier, wie ja vielleicht andere Hersteller mittlerweile es hinbekommen, dass man tatsächlich Papier hat, sondern es ist so ein bisschen, ja, es rubbelt so ein kleines bisschen. Vielleicht wird das noch besser, wenn die Spitze dann irgendwann mal ein bisschen mehr abgenutzt ist, aber jetzt gerade rubbelt es so ein kleines bisschen, aber von der Responsiveness her und so weiter und so fort ist es wirklich gut und das gefällt mir zumindest für meine Verhältnisse relativ gut, dieser Stylus. Für mich persönlich viel wichtiger ist natürlich die Tastatur und da habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Also zum einen, wir haben hier kein Kuverts, wir haben aber ein schönes Tippgefühl, also der Hub von den Tasten ist gut. Das Touchpad unten ist ein kleines bisschen, ja, fühlt sich hart an, also es klickt sich relativ schwer und ist auch relativ laut beim Klicken. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser haben können und hier seht ihr es auch noch mal. Y und Z sind halt hier bei der Tastatur vertauscht. Und meines Wissens nach gibt es tatsächlich auch keine Kuverts-Tastatur. Also insofern, da ja, müsst ihr euch im Zweifel mit arrangieren. Wenn ihr Windows benutzt, ist übrigens die Tastenbelegung halt andersrum. Ne? Dadurch, dass ihr ein deutsches Tastaturformat eingebt, meistens ist das dann entsprechend andersrum. Hier oben der Konnektor zum eigentlichen Tablet. Der ist so ein bisschen labberig, was auf der einen Seite gut ist, weil das bedeutet natürlich, dass das Tablet daran sich auch bewegen kann. Also sprich, wenn ihr irgendwie auf der Couch seid oder ähnlichem, dann hat das hier so ein bisschen Spiel. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist, wenn ihr das natürlich nicht möchtet, wenn halt dieses Spiel eben nicht gewünscht ist, dann ist es vielleicht ein kleines bisschen labbrig oben. Ne? Das muss man auch sagen. Auf der Rückseite ist es so, ja, ich weiß gar nicht, so eine Art Stoff vielleicht oder zumindest Stoffimitat und dadurch rutscht es wirklich gar nicht. Also das Ding, wenn ihr das auf dem Tisch liegen habt und da von oben ein bisschen Druck drauf kommt, dann bleibt das, wo es ist. Das rutscht nicht und das ist natürlich super wichtig, weil vorne der wesentliche Auflageteil natürlich dazu da ist, um dann entsprechend Stabilität für Tablet und Tastatur zu geben. Ja, ansonsten funktioniert das natürlich alles Rechtsklick, Linksklick, das geht alles überhaupt kein Problem. Auch Tippen funktioniert für meine Begriffe gut. Tastatur würde ich jetzt mal sagen, für den Preis, und dazu kommen wir ja später noch, ist das wirklich mehr als angemessen, was wir hier geboten bekommen. Und wenn ihr da so eine das Tastaturformat gewohnt seid, ist das auch überhaupt kein Problem, darauf längere Texte zu tippen. Und damit sind wir auch schon beim UBook X angekommen. Jetzt gucken wir uns mal das eigentliche Tablet an und ihr seht hier, Verwindungssteifigkeit ist vorhanden. Da knarzt nichts, da dreht sich nichts. Der Displayrand ist ein bisschen groß meiner Meinung nach. Auch da nachher, wie gesagt, kommen wir nochmal kurz drauf, wenn wir uns das Display angucken. Das hätte natürlich etwas schmaler sein dürfen. Kanten und Grate gibt es hier tatsächlich keine. Also da ist nichts, wo ihr euch irgendwie dran verletzen könnt oder ähnliches. Selbst hier bei den entsprechenden Druckpunkten alles gut. Für den Preis kann man sich wirklich, wirklich nicht beschweren. Ist auch keine scharfen Kanten oder ähnliches. Allerdings ist das natürlich hier auch kein Aluminium. Ne? Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist kein Aluminium. Deswegen sind natürlich die Grate bei Plastik oder plastikähnlichen Stoffen sind natürlich entsprechend auch leichter zu machen. Hier auf der Rückseite der entsprechende Winkel. Ich hoffe, dass der lange hält, weil dieses Scharnier ist ja schon nur ein kleines Scharnier, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ein kleiner Aufsteller. Beim Surface ist es ja ein durchgehender Aufsteller und ich hoffe mal, dass das lange hält oder wünsche jedem, der dieses Gerät kauft, dass das lange hält, aber das kann ich jetzt natürlich nicht testen. Hier für meinen Test hat das wirklich hervorragend funktioniert. Auch hier unten der Konnektor und so weiter, das ist alles gut gemacht, das rutscht auch sauber rein, das seht ihr nachher, habt ihr ja vorhin schon gesehen bei der Tastatur und sehen wir auch nachher noch, das ist alles über jeden Zweifel erhaben. Zumindest für den Preis natürlich. Ne? Den muss man immer im Hinterkopf behalten und darf hier nicht erwarten, dass man natürlich ein Unibody wie bei Apple bekommt.
Ja, Performance. Und da habe ich mir tatsächlich am meisten Sorgen vor diesem Test drüber gemacht. Wir starten jetzt hier einmal, damit ihr auch seht, wie schnell es startet, denn das geht wirklich relativ schnell. Auch wenn ich jetzt gleich meine Passworteingabe kurz schneide. Aber das startet wirklich super schnell hoch. Da war ich selber etwas überrascht. Genau, jetzt habe ich nur ich habe wirklich nur die Passworteingabe geschnitten, also 1 Sekunde oder sowas. Und Rest funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt starten wir hier mal einen Browser, gucken mal so ein bisschen, wie das von der Responsiveness ist, wenn wir hier quasi durchscrollen. Jetzt machen wir mal ein paar mehr Videos rein. So, genau. So, jetzt ist er irgendwie rüber gewechselt. Aber das funktioniert alles, ne? Browsen, kein Problem. Auch Office benutzen, kein Problem. Dafür reicht die Performance dicke aus. Was natürlich nachher etwas schwieriger ist, wenn ihr wirklich rechenintensive oder noch schlimmer grafikintensive Anwendungen habt. Ich lasse hier jetzt im Hintergrund mal den Cinebench laufen, oder beziehungsweise habe ihn laufen lassen. Und da muss man einfach sagen, da seht ihr hier, dass es relativ weit unten in der Rangliste ist. Fairerweise muss ich dazu sagen, die anderen Prozessoren sind auch neueren Datums und deutlich schneller und teurer. Aber es ist einfach so, dass wenn ihr hier Performance erwartet, wie von einem normalen High-Class-Notebook oder auch Mittelklasse-Notebook, dann ist das einfach nicht vorhanden. Ja? Das ändert an der Arbeitsweise für Browsen und Surfen und auch Office und so weiter und so fort oder auch mal ein Programm installieren und benutzen. Dafür ist es kein Problem, aber halt Spiele funktionieren natürlich nicht und ihr könnt darauf auch nicht vernünftig Videos schneiden oder irgendwas anderes, was rechenintensiv ist. Das Display, das ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Also wir haben ja ein Verhältnis von 3:2. Das ist ein schönes Verhältnis, finde ich zumindest. Gerade für diese 2-in-1-Tablets macht das absolut Sinn. Das Display ist schön hell und löst auch wirklich mit den 2K sehr gut auf. Da seht ihr keine Pixel, zumindest nicht, wenn ihr mit der Nase draufhängt. Die Display-Helligkeit ist für meine Begriffe auch okay. Wenn ihr drin seid, in der Sonne wird es dann mit den 340 Nits ein kleines bisschen schwierig. Aber selbst in der Sonne funktioniert es noch halbwegs. Was halt einfach aus meiner Sicht ein bisschen schade ist, dass der Displayrand schon sehr dick ist. Hier seht ihr es nochmal, ne? Das trägt schon sehr auf, gerade auch im unteren und oberen Bereich. Ja, darf man für den Preis vielleicht nicht anders erwarten. Aber ich finde, der Displayrand ist so der einzige Makel. Ja, apropos Makel, wir haben zwar hier 2 Kameras verbaut, einmal eine Frontkamera und eine Heckkamera oder Hauptkamera, aber man muss ganz klar sagen, da dürft ihr auch nicht zu viel erwarten. Die hintere Kamera mit 5 Megapixeln, das ist noch okay. Hier seht ihr das Testbild von der hinteren Kamera. Die vordere Kamera, die ihr dann für Videokonferenzen und so weiter benutzt, hat 2 Megapixel. Da wird es dann schon ein bisschen verwaschen und so weiter und so fort. Ja, es funktioniert, aber nicht mehr, aber auch eben nicht weniger. Der 5000 mAh Akku, der verbaut ist und jetzt hier gerade bei 88% steht, der soll jetzt tatsächlich noch 2 Stunden 30 halten. Das dürft ihr aber nicht für voll nehmen, denn im Hintergrund läuft gerade Cinebench, das, was ihr gerade eben gesehen habt. Deswegen darf man das jetzt gerade nicht für voll nehmen, diese Zeit. Ihr kommt locker 6 Stunden, 6,5 Stunden damit aus. Das war zumindest meine Erfahrung in den letzten Tagen. Der Hersteller sagt 9 Stunden. Dafür müsst ihr aus meiner Sicht die Helligkeit aber ganz runterdrehen und dürft wirklich nichts Rechenintensives machen. 6 Stunden finde ich fair, ja, also das für 5000 mAh ist das okay, aber es ist natürlich kein Rechenwunder, mit dem ihr über den ganzen Tag kommt, das muss euch auch klar sein. 6 Stunden kann so ein etwas verkürzter Arbeitstag sein, aber eigentlich ist es ja dafür auch nicht gedacht, ja. Es ist dafür gedacht, um abends auf der Couch zu sitzen oder vielleicht zwischendurch mal was zu bearbeiten, aber eben nicht einen ganzen Arbeitstag damit zu verleben. Insofern geht auch das für mich in Ordnung. Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon durch. Jetzt kommen wir zu meinem kleinen Fazit und ich wiederhole nicht alles nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe, sondern es geht jetzt eher darum, nochmal ganz klar den Anwendungszweck zu skizzieren. Und der ist definitiv für Office, Tippen, Word, Excel und so weiter und so fort. Vielleicht mal eine PowerPoint für Surfen, gegebenenfalls auch mal ein bisschen YouTube gucken oder auch vielleicht mal Netflix gucken. All das sind so Dinge, die kann man damit durchaus tun. Die Frage ist halt, was passiert, wenn ihr mehr Anwendungszwecke wollt? Dann wird es halt einfach ein bisschen schwierig. Also wenn ihr grafikintensive Anwendungen und so weiter habt, dafür ist es dann nicht das Richtige. Qualität und so weiter ist aus meiner Sicht für den Preis von knapp 350 € für das Gesamtpaket durchaus in Ordnung. Dafür bekommt ihr halt einfach ein 2-in-1-Tablet, wofür ihr bei Microsoft deutlich mehr bekommt, aber auch bezahlen müsst. Insofern für mich, wenn ihr das Geld ausgeben wollt und das genau euer Anwendungszweck ist, Surfen und Office mal eben abends auf der Couch, dafür ist es kompakt, es kann auseinandergenommen werden, ist deswegen auch super modular. Dafür passt es aus meiner Sicht schon. Qualität auch in Ordnung. Insofern checkt das Ding mal aus, wenn ihr Bock drauf habt. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa
Kamera aus. Okay.